So, heute mal ein später Start, schon 10 nach 9. Hey, aber muss auch mal sein. Gemütlich geschlafen bis 7:30 und dann noch ein bisschen rumgetrödelt, gefrühstückt. Und jetzt bin ich unterwegs und schaut euch dieses herrliche Wetter an. Es soll heute Nachmittag wieder regnen, aber gestern sollte auch die Sonne scheinen und das ist nicht passiert, also vielleicht regnet es dann auch heute Nachmittag nicht. Also gerade ist es auf jeden Fall richtig angenehm. Meine Hände, also ihr müsst euch das so vorstellen, alles ist komplett nass seit Tag 1 und meine Hände sehen aus, als wäre ich im Schwimmbad gewesen. Keine Ahnung, ob man das da erkennen kann, aber von daher, vielleicht besteht heute die Chance, mal wieder ein bisschen trocken zu werden. Allerdings soll es auch wieder ziemlich warm werden, also wahrscheinlich ist das eine unrealistische Hoffnung, aber man wird sehen. Wieder tierisch anstrengend. Bewölkt. Ja, Sonne hat Vorteile, aber bewölkt ist irgendwie schon zum Wandern praktischer. Aber ey, ich freue mich gerade trotzdem über die Sonne. Ich habe Sonnencreme drauf, jetzt rieche ich endlich mal wieder gut. Denn wenn die Klamotten 3 Tage lang durchgehend nass sind, dann stinken die einfach richtig. Das riecht man noch sogar selber. Später verliert man das, da gewöhnt man sich an den Geruch, da freue ich mich schon drauf. Ja, aber es ist schon wirklich sehr, sehr schön hier. Herrlich, dieser Frieden. So, das ist eigentlich perfekt hier. Bisschen Sonne, paar Wolken und Wind. Das mag ich gern zum Wandern. Schön entspannt, schön kühlend. Aber meine Klamotten waren tatsächlich gerade in der prallen Sonne erstmals seit Tagen wieder ein bisschen trocken. Naja, das ist... jetzt habe ich den Weg verloren. Da unten geht's lang. Ja, das ist jetzt aber wahrscheinlich bald wieder vorbei. Denn der Schweiß tritt schon wieder ordentlich aus den Poren. Junge. Heute bin ich auf jeden Fall langsamer unterwegs, als der Reiseführer sagt, dass man braucht. Ist halt so, kann man nichts machen. Boah, aber ich bin auch echt unfit, also muss man wirklich sagen. Die anderen Leute, die hier wandern, sind wesentlich fitter. Komischerweise wandere ich trotzdem weiter. Also die meisten stoppen irgendwie 15 Uhr und bleiben dann da. Und das mache ich halt irgendwie nie. Mache ich vielleicht mal in den Bergen, wo wir da wieder sind. Aber wenn ich irgendwo durchwandere, wo ich es jetzt nicht so wahnsinnig toll finde, dann stoppe ich da nicht um 15 Uhr. Also wenn ich das mache, dann wirklich an einem Ort, den ich richtig geil finde. Aber heute schleiche ich so vor mich hin. Es ist allerdings auch ziemlich schwierig, den Weg zu finden wegen dem Nebel. Also wir sind jetzt hier wieder auf über 1000 Meter Höhe und da ist man halt einfach in den Wolken und das ist zwar angenehm, aber ich habe mich jetzt schon ein paar Mal verlaufen. Nicht schlimm, ich habe ja eine Karte und Tracking und so weiter und der Weg ist ja auch ausgeschildert, aber trotzdem verläuft man sich halt öfter mal, weil man die nächste Markierung nicht sehen kann und es gibt ganz viele Schabpfade und Kuhpfade und so und
wenn man dann da aus Versehen mal so einem lang läuft, dann ist man schnell mal ein paar hundert Meter zu weit in die eine Richtung gelaufen. Ja, ich habe es gerade noch gesagt und jetzt bin ich also auch schon die ganze Zeit auf einem Schafspfad unterwegs. Habe ich jetzt erst festgestellt, zurückzugehen ist mir jetzt definitiv zu weit und die Richtung stimmt. Also ich hoffe einfach mal, dass die Schafe auch vom GA11 runtergegangen sind und dann hier irgendwie ihren Weg da gebaut haben. Aber ja, das ist genau das, was ich gerade sagte. So, hier unten im Tal scheint wieder die Sonne. Es ist schwül und stickig. Der Schweiß läuft von der Stirn. Tja, es ist Sommer, ne? Also ich glaube, heute waren bis 27 Grad gemeldet. In der Sonne ist natürlich mehr, ist ja klar. Die kommt jetzt aber auch gerade erst wieder raus. So, ich hoffe, dass ich es rechtzeitig nach Bourguette schaffe, bevor der Supermarkt schließt. Denn ich muss ein bisschen Brot kaufen. Und der macht dann erst um 16 Uhr wieder auf. Wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, dann bleibe ich, glaube ich, einfach in der Stadt. Die von gestern haben gesagt, da gibt es einen Campingplatz. Aber eigentlich möchte ich gerne noch weiter. Ich schätze mal, dass ich dann noch so 10 Kilometer gehen möchte. Da kann man anscheinend ganz gut campen. Aber das werden wir alles sehen. Heute ist auf jeden Fall erstmal das Ziel, Bourguette zu erreichen. Und das wird schon schwierig genug. So, ich habe es noch geschafft. Habe für teuer Geld ein paar Sachen gekauft. Naja, ich denke mal, das teuerste dabei, da stand auch kein Preis dran, ist dieser Käse hier. Sieht aber ganz geil aus. Ich dachte, ich gönne mir mal ein bisschen. Und vor allem gönne ich mir jetzt mal ein Maxi-Bon. Das habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen. Ich glaube, das gibt es überhaupt nicht mehr in Deutschland. Geil. Das habe ich in Italien früher mal gegessen. Am Strand, wenn da so ein Eisverkäufer lang fuhr. Ja, das kommt jetzt schon gut. So, ich lüfte jetzt erstmal meine Füße. Achtung. Die sehen echt schlimm aus. Aber die sind halt auch durchgehend nass. Heute war es nämlich so, dass ich die ganze Zeit durch so ein scheiß nasses Gras durch bin. Und naja, das ist halt durch das Mesh von den Schuhen voll in die Füße, in die Schuhe reingezogen. Dementsprechend ist jetzt alles nass. Aber es war auch vorher schon alles nass. Es ist einfach alles nass. Ja, ich glaube, gleich gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwo was zum Mittag essen kann, weil ich will noch meine Powerbank aufladen. Und ja, vielleicht kann ich das mit einem verbinden. Hola. So, aus meiner kurzen Mittagspause sind jetzt 4 Stunden geworden. Ich habe noch, guckt euch mal dieses nette Örtchen an. Ich habe noch die anderen von gestern wieder getroffen und dann haben wir uns ein bisschen verquatscht. Haben noch was gegessen und getrunken. Und jetzt versuche ich noch 10 Kilometer zu gehen oder 9. Ja, in der Hoffnung, zu einem guten Campspot zu kommen. Und ja, morgen soll es regnen, eventuell. Wobei man dem Wetterbericht hier nicht so wirklich trauen kann. Aber morgen Nachmittag soll es wohl regnen und es folgt morgen eine Strecke, die bei Regen sehr, sehr rutschig sein soll. Muss man also gucken, wie das wird und ob das klappt. Und ja, aber ja, das war ein richtig schöner Nachmittag. Und jetzt werde ich mal gucken, wo eigentlich der Weg ist. Ich weiß gar nicht genau, wo ich lang gehen muss. Und dann mal gucken. Es soll jetzt angeblich
die nächsten Kilometer sehr einfaches, schnelles Wandern möglich sein. Und ich hoffe, dem ist so, denn ich bin jetzt nach 4 Stunden Pause doch ein bisschen lahm. Boah, mein Ohr ist übrigens immer noch komplett zu. Das Zeug da aus der Apotheke hat auf jeden Fall nicht geholfen. Boah, muss ich halt irgendwie, wenn ich zu Hause bin, möglicherweise mal zum Arzt gehen. Oder vielleicht geht's von alleine, aber man wird sehen. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der größte Fan von Wald, aber ich muss sagen, es ist schon sehr angenehm hier zu wandern und es ist so friedlich. Man hört die Vögel zwitschern, den Wind in den Bäumen rauschen. Also für die Geräuschkulisse ist es schon sehr schön. Und wenn man dann ab und zu sogar noch mal eine Weitsicht bekommt, so wie jetzt hier, dann wäre ich sogar auch mit Wald zufrieden. Ah, ist das schön. Ja, das ist auch genau der Grund, warum ich solche Trips mache, ist einfach den Frieden hier draußen zu genießen und meinen Tagesablauf komplett nach mir selbst zu richten, außer vielleicht hin und wieder mal nach den Öffnungszeiten eines Supermarktes. Aber ansonsten, ich habe keine einzige Etappe vorgeplant, also ich weiß nicht, wo ich heute schlafe, wo ich morgen schlafe und so. Und das finde ich einfach wahnsinnig attraktiv, dass man jeden Tag neu gucken kann, was der Tag bringt, was der Körper bringt, worauf man Lust hat, wofür man Kraft hat. Und ja, das ist einfach eines der großen Privilegien von Touren dieser Art. Und es ist so schön, dass man das mitten in Europa machen kann. Ich muss sagen, ich hatte Spanien überhaupt nicht auf meinem Zettel, bis ich dann letztes Jahr und vorletztes Jahr in Norwegen so abgesoffen bin und mal recherchiert habe, wo man eigentlich noch so wandern kann in Europa, wo es vielleicht etwas besseres Wetter gibt. Und dabei habe ich so viele geile Wanderregionen in Spanien entdeckt. Irgendwie finde ich, wenn man an Spanien denkt, man denkt an Küste und irgendwie trockenes Gelände, aber nicht an Berge. Und hier gibt es so viele Berge, so schöne Berge. Da muss ich auf jeden Fall nochmal wieder zurückkehren. Ja, aber jetzt genieße ich erstmal diesen Trail und ich bin sehr gespannt, was noch alles passieren wird. Herrlich. Das war gerade so ein richtiger Hurra-Moment, denn dieser Bach hier, der steht in meinem Guidebook drin, aber nicht auf meiner Karte. Und das war aber das letzte Wasser, das ich für eine längere Zeit erreichen würde. Und jetzt war ich schon so ein bisschen, am Überlegen, ob das Ding überhaupt existiert. Aber es tut es. Ist ein sehr kleiner Bach, aber Hauptsache Wasser. So, ich habe jetzt 3 Liter aufgetankt, selber auch nochmal einen getrunken. Damit im Bauch geht es immer schwerer los wieder. Aber Cameling up, das habe ich schon auf dem PCT immer gemacht. Das ist nicht so ganz klar, ob sich das eigentlich bewährt. Aber für die Psyche bewährt es sich auf jeden Fall. Und also bis zur nächsten Wasserquelle, die werde ich erst morgen Mittag erreichen. Und
Das heißt, ich muss ein bisschen gucken, ne, dass ich genügend Wasser habe. Und dann denke ich mir schon mal was vorladen im System. Kann auf jeden Fall nicht schaden.